Dann lasst uns mal gucken. Ab zum Patienten. Wird natürlich komplizierter, ne? 4, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1. Mist. 2, 4. Damn. Easy. Was kriege ich hier für knacke jedes Schloss? Oh, das war jetzt alles an Schlössern. So, ich speichere mal kurz nochmal. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas haben. Wir haben alles abgeschlossen. Ich denke, es ist okay. At last, you came to your senses. My humble apologies, Emperor. Spare me your groveling, Englishman. Of course, you are right as ever, for you see, time is of the essence. The royalists have risen again, and your darling Josephine needs you. Paris needs you. Mon amour. But the guards upstairs in reception stand in your way. Ha! They will pose no problem for the likes of me. Merci, Englishman. When I return to Les Tuileries, I shall make you a general. Oh, Yes. you are too kind, Emperor. Now go. Your freedom awaits. I am coming, Josephine. Josephine, me voilà. Catch him! Yes. Psst. Watson. Over here. Holmes? What are you doing here, and where did you get that outfit? It is unimportant. I require your assistance. What is happening, Holmes? I need an explanation. It's quite simple. I created a distraction so that I could tell you something important, and in turn, I need you to acquire something important for me. How can you call any of this charade simple? Watson, we can discuss this later. Time is of the utmost importance. The kidnapped people may still be here. This is what I know so far. What? You really found all this on your own? Focus, Watson. I need you to find a key. It will be most unique. All the details are in my notes. Logic dictates that Gygax will keep it near her. Once acquired, you must get it to me. Perhaps the kitchen dumbwaiter could be of use. Holmes, I can't do this. I'm no spy. Yes, you can, Watson. You are unfailingly dependable. Dr. Watson, visitors are not permitted back here. I'm terribly sorry, Mr. Kuntz. After the war, my nerves, I fled all that commotion. It is nothing. A patient attempted to escape. He will not get far. Now, if you would like to follow me. Follow me. Neue Belohnung wechseln im Bereich Bonus im Spielmenü. Okay. Wir haben eine Pistole. Die nehme ich mit. Huch. Perhaps I should take this. For all I hope it won't be needed. Nimm ihn mit. Nadeln. Did a child make these? Wir wissen, wer das war. Was war das denn für ein Ausfallschritt? Wir haben sogar einen Schlaf The only gemacht. reason Ja. to hang something this harrowing here would be to create another patient. Blood in the water. Someone must have washed their hands here recently. What have we got ourselves into, Holmes?
Ist hier ein Rabe irgendwo? Büro der Direktorin. Huch. Ah, Dr. Watson. Just the man I wanted to see. Professor, I'm surprised you're not trying to catch that escapee. Please, my time is far too valuable. I hope Nurse Kuntz has been taking good care of you. Na He klar. has certainly kept me out of trouble. Professor, it is time for your appointment with your next patient, Mr. Wolff. Herr Wolff can wait until tomorrow. I wish to speak with Dr. Watson. As you wish. You still see patients yourself, even Diese as the Armbänder. director of this entire facility. Only the important ones. And yet I rarely get to pick the brain of a man like yourself. I think it is time we got to know each other. No? Bitte I'm nicht. afraid there's not much to know. I'm just an average chap living a rather prosaic life these days. Dr. Watson, those of us who pursue knowledge are anything but average. Now, who are you? Ich war einst Soldat. I think once a soldier, always a soldier. For all I wished to help others, part of me changed when I was abroad. Broke, perhaps. So when I read about the Black Edelweiss and your work on the healing of minds, I simply had to learn more. I suppose my Edelweiss was always destined to attract other curious minds. But before we continue, I want you to understand one thing. A broken mind can never be truly healed. Okay. Ah, I see. So, what exactly do you do here? It is simple. If you cannot fix a person's nature, you must force them to forget it. Surely there are other methods of treatment. How naive. You remind me of a man I once knew, Professor Becker. But we do not speak of him anymore. A colleague? The former director here. One day he realized that Edelweiss had outgrown him and had to leave his house. Do you grow weary of me already, Doctor? I was simply admiring your office, Professor. Apologies. While I am pleased you appreciate its practicality and appearance, we were discussing bigger things. Was my conversation boring you? No, not at all. I merely... No, I understand full well. You're not seeking conversation. What do you mean? It is obvious. Your mind craves truth, but not in this form. You must witness a practical demonstration if you are to learn. I'm certainly intrigued. Would that be possible? Of course. I propose a journey between the jury of the human brain. You will not leave without being truly Oh, das klingt nach einer Drohung. Kuntz, take Dr. Watson back to the courtyard. Then tell the nurses to prepare the operation room and the girl with the doll. Yes, Professor. Our preparations will take a little time. I will come for you soon, Doctor. Oh, die macht mir Angst, die Frau. Die macht mir wirklich Angst. Und dann diese Armbinden. Warum? I hope everything is to your liking, Dr. Watson. Nee. Ich fühle mich hier nicht wohl. Es tut mir leid, ich fühle mich hier nicht wohl. Küche. Ich kann nicht mit... Did you hear that a patient escaped? All the guards rushed off to find him. Ja. Looks dusty but functional. Oh, we never use that. I think it connects somewhere downstairs. Okay, Kopf. Namen JP. Hallo. Oh. Da ist er ja wieder. Nee, ist ein anderer. Struggling to remember something. Da ist die Akte. Oh, wunderschöne Alpenblume, ich vermisse dich so sehr. Ich bin so nah und doch so fern, wir sehen uns nimmermehr. Ein Sturm erfegt durch meinen Geist, zu denken fällt mir schwer.
Gedanken einfach weggespült vom kalten, bösen Meer. Ich lebe hinter diesen Mauern, gefangen wie ein wildes Tier, gefangen auch in meinem Geiste. Was wollte ich gerade schreiben? Es will mir plötzlich einfach nicht mehr einfallen. This area is off limits. A patient has escaped. Immer noch? Ich dachte, er ist schon eingefangen. I don't want a card block B tonight. Warum nicht? I want them to fly. Das ist alles so gruselig hier. Give it to me. No, I don't want to. Why not? Minor birds, if I'm not mistaken. Beautiful creatures. How sad that they're caged here. A visitor? No, you shouldn't have come here. I hear them scratching. Don't you hear it? Nee, heute nicht. Miss? Too bad my parents had to leave so soon. I haven't seen them for months. When people shout, all I want to do is find a dark corner and hide. I can't bear it. Professor Gygax says I can return home as soon as I'm better. Sagt sie ihm. I miss him so much. I miss him so much. Okay. Ach, das ist... Wir waren in dem Patientenzimmer, okay. Verwaltung. Da eine intensivere Behandlung unerlässlich ist, wird mein Sonderpatient Herr Wolff ins Patientenzimmer 2 im Erdgeschoss verlegt. Alle anderen Patienten müssen aus meinem Terminplan gestrichen und anderen Fachkräften des Instituts zugewiesen werden. Der geistige Zustand dieses Patienten macht eine ständige Überwachung und gegebenenfalls ein sofortiges Eingreifen erforderlich, um unerwünschte Folgen zu vermeiden. Dezember 1879. Die notwendigen chirurgischen Eingriffe wurden erfolgreich durchgeführt. Die körperliche Genesung des Patienten ist noch im Gange. Er hat eine Obsession fürs Schreiben entwickelt, vermutlich eine Nebenwirkung des chirurgischen Eingriffs. Der Patient bringt Namen aus seiner Vergangenheit zu Papier, ein klares Indiz dafür, dass sein Erinnerungsvermögen teilweise zurückerlangt. Ein zweiter chirurgischer Eingriff ist erforderlich mit Schwerpunkt auf den Frontallappen und den Temporallappen. Der chirurgische Eingriff verlief planmäßig. Das Erinnerungsvermögen des Patienten ist auf wenige Minuten begrenzt, wenngleich seine Obsession fürs Schreiben erhalten geblieben ist. Die Gefahr ist gebannt, der Patient muss jedoch täglich untersucht werden. Alter! Warum? Good Lord, that's a lot of records. Ja. A commemorative photo album. Been a while since I've been in one of these. Photograph seems recent. Okay, das ist der Besucher aus dem Weltraum. I can't just leave Holmes here alone. Warum nicht? Der wird dich doch arg verletzen. Oh, schade. I hope you're finding your room comfortable, Dr. Watson. Watson, ja. Watson. Nee, dazu haben wir noch nichts. Vielleicht hierzu.
Wie kann sie rausgelockt werden? Wichtiger Patient. Ja. Und der Patient vielleicht. Ah, die brauchen wir ja nicht. Die Ausführung von ihr. Und die Gedichte eines Patienten. Fast. Na. Ah, du kommst. So offensichtlich. So, hier haben wir nur das. Was ist so wichtig an ihm? Immer noch was. Hä? Beide Sachen können wir nicht lösen. Tatsache. Okay. Noch nicht lösbar. Wir brauchen also neuen Input. Wir haben hier... Ja, okay. Wir wissen jetzt, dass er wichtig ist. Wir könnten zu einem Patienten hingehen. Oh, wer bist du denn? Did you see my son? He's such a sweet boy. You are Mr. Wolff, am I right? Oh, hello. Who might you be? My name is Dr. John Watson. I wanted to talk with you, if you didn't mind. Ah, Doctor. I don't suppose you could help. I seem to have forgotten where I am. We're in the Black Edelweiss, Mr. Wolff. It's an asylum in Switzerland, and you are one of its most important patients. But why am I here? That's what I was about to ask you. I can't remember. Sorry, I can't remember anything. It's all right, you don't need to push. Try to relax. Let the thoughts come and go. Now, what comes to mind? Das ist der Professor. Mr. Wolff? Oh, hello. Who might you be? We just went over this. I'm sorry, but I don't think we've met. We were just discussing this facility, the Black Edelweiss Asylum, and why you are here. That name does sound familiar. Holmes, the things I do for you. Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow? I am Dr. Watson, and Holmes is, well, you could call him my imaginary friend. That's just a little joke, don't mind me. But why am I here, Doctor? Am I sick? I'm sure I can take a look. Starke Verätzung, mit der Zeit verwachsen. Es ist der Professor. Der Leiter der... Oh Gott. Eine Gesichtshälfte ist gelähmt. 2 tiefe Narben, präzise chirurgische Schnitte. Sie hat ihren... ist die widerlich, die Frau. Womöglich Medikamentenmissbrauch.
Wahrscheinlich hat er diese schon länger und wird deswegen, nein, krank aufgrund von Behandlung. Ein Erwachsener mit 2 tiefen Namen auf einer Seite des Blabla. Einige von Mr. Wolffs Gesichtsmuskeln sind gelähmt. Wahrscheinlich die Folge des chirurgischen Eingriffs an seinem Gehirn. Die blau-grauen Pigmentstörungen an manchen Stellen seiner Haut deuten auf eine Überdosierung von Medikamenten hin. Seine Symptome scheinen eine direkte Folge der Behandlung zu sein, die hier im Institut... Ja. Dear Lord, what did Gygax do to you? Excuse me? Who are you? Oh, never mind. Okay, ich glaube, wir haben es rausgefunden, wer er ist. Es handelt sich bei den Patienten namens Wolff um Professor Becker, den ehemaligen Leiter des Instituts Schwarzes Edelweiß. Er leidet nun unter starkem Gedächtnisverlust, ist jedoch noch des Schreibens fähig. Alter, ist die krank. Okay, dann ein wichtiger Patient halt. Wenn Professor Becker noch imstande ist zu schreiben, lässt sich Professor Geiges vielleicht mit Hilfe eines von ihm verfassten Briefes ablenken. Hello again. You won't remember me, but we've met before. I am Dr. John Watson, and you are Professor Becker. You were the previous director of this facility, the Black Edelweiss. Professor, really? Actually, that name does sound familiar. Wait. Let me write it down. I try to recall memories through writing, but they always feel just out of reach. As a matter of fact, I have more for you to jot down. Oh, yes. Yes, please, anything. Professor Gygax did this to you. She made you forget everything, even who you are. But we will play a trick on her. We will write a letter so that she learns her lesson. Put down what I dictate. Inkompetent. Dear Professor Gygax, I bitterly regret that I let my beautiful alpine flower fall under your influence. I see now that you never deserved to sit as the director of the Black Edelweiss. You are not, as you so claimed, the future of the Edelweiss, and you never were. And by the time you make it to my cell, the police will already know the truth of how you came to be director of this asylum. Signed, Professor Becker. There. It's done. Now, hold on a minute. Who are you? My name is John Watson. I'm a doctor from London, a veteran of Afghanistan, and I wish to be a writer, though deep down I fear I lack the talent. And presently I'm risking my life to help my brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him. I'm tired and hungry, and I have not had a good bath in weeks, and yet despite it all, I feel alive. Any more questions? Good heavens, sir. You're as mad as they come. Excuse me, who are you? I don't know why I keep doing this, expecting something different. One of the patients asked me to deliver this note. It's for Professor Gygax. Thank you, Doctor. Leave it with me. Unbelievable. Grund, with me. Jetzt muss er nochmal separat. Aber ich weiß nicht, ob es hier Szenen gibt, wo man nicht entdeckt werden darf oder keine Ahnung. Ich hab ihn doch schon. Da ist er. Close, but I don't think this is the key. Das war... This is too small to be what Holmes asked for. Nein, das ist genau das Richtige. Oh, das ist bestimmt im Schubfach.
Das ist eine Hand. Oh, gar nicht abgeschlossen. Sehr geehrte Frau Professorin, vor kurzem sind wir mit der Hilfe unseres gemeinsamen Bekannten in den Besitz einer Sammlung seltener Edelsteine gelangt. Diese Edelsteine wurden nun Juwelieren in Louisiana offeriert und ihre Kaufangebote lagen weit über den von unseren Experten schätzten Wert. Der vereinbarte Endpreis für die 11 Edelsteine betrug 12.550 Schweizer Franken. Wie von dem Veräußerer der Edelsteine gewünscht, erhalten Sie 2/3 dieser Summe, wobei das Geld wie üblich Ihrem Anwalt überwiesen wird. Wie immer versichern wir Ihnen unsere absolute Diskretion und freuen uns auf weitere Geschäfte mit Ihnen und Ihren illustren Gönner. Mit freundlichen Grüßen, Geoffrey Scott. New Orleans. An Edelweiss relief about 2 inches in diameter. This must be what Holmes was after. Hat. Jetzt auf einmal. Drei Monate ist es nur her, dass ich das Institut Schwarzes Edelweiß von Professor Becker übernommen habe. Nicht alle Kollegen waren mit den neuen Regeln einverstanden, daher bin ich nun die einzige Professorin in dieser Einrichtung. Wie dem auch sei, ich werde einige kräftige Pfleger einstellen, um dem Personalmangel beizukommen. Zumindest kann ich nun ungestört meiner Arbeit nachgehen, ohne von engstirnigen Kollegen ausgebremst zu werden. Die erste Überweisung von R ist eingegangen. Unsere Kooperation birgt Risiken, aber auch ungeahnte Möglichkeiten. Die erste Lieferung von Auserwählten ist eingetroffen. Er hat wahrlich nicht übertrieben und Personen mit verschiedensten psychischen Eigenschaften bereitgestellt. Mir steht eine schwierige Aufgabe vor, aber ohne Zweifel wird auch meine eigene Forschungsarbeit davon profitieren. So kann ich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich gucke mich noch mal einmal um hier. Dann siehst du? Nothing special about this. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Die Tante, die... Mann.